Was denn jetzt? Ist dir zu kalt? Wir können nicht hierbleiben. Wir beide müssen heute ein Ritual durchführen. Hier. Trag das. Es gehörte meiner Tochter. Gut. Heute werde ich deinen Namen nennen. Doch nennt die Göttin ihn ebenfalls. Das ist so schön alles. Boah, das ist so schön. Eigentlich würde deine Mutter das übernehmen, wenn du eine hättest. Das ganze Dorf wäre anwesend. Matriarchen vollziehen das Ritual. Aber wir sind Ausgestoßene. Doch trotzdem ehren wir die Stammesrituale. Ansonsten werden wir noch wie die ungläubigen Alten, die sich von der Göttin abgewandt haben. Doch ihr Unglaube war ihr Untergang. Für uns bleibt jetzt die Herrlichkeit der Schöpfung. Bestien in Luft, Wasser, Erde und Stahl. Die Jagd auf ein Tier ist eine Sache. Ganz anders als die auf Maschinen. Man braucht Demut und Respekt vor ihrer Macht. Ich bringe dir das bei. Eines Tages. Erzmutter Tirsa. Warum ist sie hier? Will sie das Ritual verbieten? Nein, 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 nicht hinknien. Es ist fast soweit. Und so ist es. Du darfst mich anreden. Kommt ihr die Namensgebung segnen? Haben wir sie euch nicht vor 6 Monaten anvertraut? Aber wir sind Ausgestoßene. Aus freien Stücken. Doch sie, nun... Ich bin Erzmutter Rost. Ich segne, wen ich bestimme. Dann ehrt ihr uns. Ja, ja, jetzt geh schon. Sei für die Verkündung bereit. Los! Urmutter, dieses Kind muss einen Namen verliehen bekommen, auf das deine Liebe ihr Leben wärmt, wie die aufgehende Sonne die gesamte Erde. Sprich ihren Namen! Aloy! So ist ihr Name gesegnet. Aufhören, sofort! Was hast du getan? Die Namensgebung eines Kindes gesegnet. Störrisches Weib, diese Plage nennst du ein Kind? Was hat sie über ihre Geburt gesagt, Aussätziger? Antworte! Ich tat nur, wie ihr mir befohlen habt. Sie aufzuziehen, ja. Von Liebe war nie die Rede. Genug. Und du, ihren Namen zu segnen, als wäre sie Ich eine kenne der meine Nora, eine Pflicht. des Stammes. Auch dir gegenüber. Zustimmen, ohne eine Anmerkung. Oh, das Ich bin hast du hier. so lange geplant, nicht wahr? Und wo du auch hingehst, Hinterlistiges Weib, du ich folge Heuchlerin. dir. Du wusstest genau, was
Horizon Zero Dawn. Und damit herzlich willkommen bei Horizon Zero Dawn. Boah, war das gerade schön. Ich hatte gerade so Gänsehaut. Das war alles so schön aus. Das sah alles so schön aus. Normalerweise schneide ich das Hauptmenü ja immer raus. Ich wollte die ganze Zeit dazwischen quatschen und habe mich so die ganze Zeit zurückgehalten. So, nein, da musst du unbedingt, weil das war einfach, Also, ganz ehrlich, das Intro war schon super eindrucksvoll. Ich bin so unglaublich gespannt, was uns erwartet. Das Spiel wird so hoch gepriesen, überall. Und naja, man hat bisher nur das Intro gesehen und das war schon so wunderschön gerade. So, ich wollte die ganze Zeit so, Aber na gut, wir machen ein neues Spiel. Ganz kurz, vorher Extras mal ganz kurz gucken. Wenn wir schon mal im Hauptmenü sind, warum nicht? Extras, Mitwirkende und Urheberrecht und Markenzeichen unter Extras. Ja, das ist ein wichtiges Spiele-Extra, da gucken wir mal kurz rein. Ah ja, okay, das ist natürlich, das ist natürlich ein super Extra. Okay, pass auf, wir machen direkt mal ein neues Spiel und wir spielen auf normal. Ich bin so unglaublich gespannt. Pass auf, wir drücken jetzt zusammen auf Start. Also, alles klar, pass auf. 1, 2, 3, go! Sony Interactive Entertainment präsentiert Guerrilla. Sechs Jahre später. Aloy! Aloy! Du hast lauter Beeren. Ein geschickter kleiner Sammler bist du, Bast. Nun geh, vielleicht findest du noch mehr, hm? Wirklich toll, gut gemacht. Kinder, kommt mit mir. Was denn jetzt? Die Ausgestoßene ist zu meiden. Wie gemein, das ist ein Kind. Das ist doch nur ein Kind. Komm schon. Das war doch nur ein Kind. Rost! Hier unten! Rost! Rost! Er hört mich nicht. Ist das eine Art Höhle? Ich weiß es nicht. Ein Geschenk aus der Vergangenheit, neue Hauptquest und damit noch einmal herzlich willkommen bei Horizon Zero Dawn. So, wir schauen uns mal ganz kurz... Ratten. Boah, wie cool das aussieht. Ach, guck mal, komm. Okay, wir sollen da lang. Das heißt natürlich, ich gehe erstmal da lang. Was ist das denn? Ja, Ratten gibt's hier sehr wohl. Ziemlich eng. Aber ich passe durch. Okay. Ach, so kommen wir jetzt hier irgendwo raus. Es muss eine Ruine der Metallwelt sein. Einer der alten Orte. Ach, wie krass. Dann ist das, also wir wissen natürlich mit den ganzen Tiermonstern und so, dass hier mal irgendwann so eine hochtechnisierte Gesellschaft gelebt haben muss auf dem Planeten. Vielleicht sogar die Menschen. Aber natürlich, dass die alten Bauten noch da sind, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ach, wie geil. Ist das... Sind wir gerade in der ehemaligen U-Bahn?
Okay, das sieht schon sehr, sehr cool aus. Wir kommen da oben, glaube ich, nicht rein. Vielleicht später mal irgendwann. Rost sagt, ich soll nicht an solche Orte gehen. Ja. Aber er ist nicht hier. Aber er ist nicht hier. Ja, na gut, dann... ja. Aber ganz so ungefährlich ist das natürlich nicht. Würde ich wetten. Der hat ja schon seine Gründe, warum er sagt, du sollst hier nicht herkommen. Ich weiß nicht genau. Kann man hier eigentlich so... So. Hier sind überall Ratten. Aber sonst gibt es hier nichts. Ich gehe mal weiter. Was ist das denn? Da ist irgendwie eine Raketenkapsel oder irgendwas, keine Ahnung, inmitten von einem Blumenkreis. Komm mal da. Kann ich hier irgendwas kaputt machen? Nee, ich kann springen. Aber ich kann nicht schlagen, ne? Nee, ich kann nichts kaputt schlagen. Okay, wir kommen da momentan noch nicht hin. Wir können da weitergehen. Wir können aber auch mal hier hinten ganz kurz gucken. Jetzt will ich natürlich zu dem Blumenkreis da hinten, aber vielleicht soll der uns natürlich auch nur foppen. So, hier kommen wir nicht durch. Ich schaue mich natürlich ein bisschen genauer um. So, hier oben geht's weiter. Nicht nach links, also noch weiter nach oben. Ah, Fledermäuse. Immer Fledermäuse, wie bei The Forest. Es sind immer Fledermäuse. Da vorne ist irgendwas. Ja, hier ist überall irgendwas. Da ist auch wieder irgendwas, guck mal. Auch wieder sehr viele Fledermäuse und da ist irgendein Strahl von oben. Ich weiß aber nicht, ob wir dann in die Höhlen reinkommen tatsächlich. Das kann ich nicht sagen. Da geht es auch eh nicht weiter. Was ist das? Ein Toter. Was? Ach, da. Da liegt jemand. Aber ganz ehrlich, was für ein schönes Ende. Ich meine, der ist da oben offenbar, da guckt ein Sonnenstrahl durch. Der ist da oben offenbar durchgefallen, aber guck dir das mal. Da oben ist eine Ampel in der Decke übrigens. Guck mal, wie der Baum hier so durchwächst und so. Ich glaube, ein schöneres Grab, ganz ehrlich, wird später wahrscheinlich niemand von uns haben. Also Da glänzt doch etwas. Ja, das erste, was ich machen würde, ist natürlich... Wie lange liegt der da schon? Okay. Untersuchen wir. Was ist das? Alles verrottet, aber das sieht aus wie neu. Er trug es an der Schläfe. Lichter, überall. Wie macht es das? Schalte den Fokus durch Drücken von R3 ein oder aus. Boah, wie cool das bitte ist. Ups, ist wieder weg. Ups, ist wieder da. So ein bisschen Zukunft des Handys, ne? Also so ein bisschen, wenn wir es nicht mehr in der Hosentasche brauchen, sondern wahrscheinlich vielleicht ja an die Schläfe stecken, ich weiß nicht. Wir kamen von da oben, da kommen wir nie wieder hin, ne? Da oben die Plattform, ich glaube, springen. Was ist das hier? Kriegen wir Info über irgendwas? Nein. Okay. Hier kommen wir nicht mehr zurück. Vielleicht mit dem Ding jetzt irgendwas öffnen können. Nein, das geht nicht. Okay. Gut, dann nochmal schön über den Toten latschen. Richtig schön respektlos. Und dann gehen wir mal kurz nach oben. Und da vorne ist irgendwas. Eine Metalltür. Verschlossen. Aha. Vielleicht komme ich ja mit dem Gerät hier raus. Bunkertür. Brandschutztür verstärkt. Verschlussintegrität erhalten. Stromstatus aus. Hier geht ein Noch Kabel. mehr Lichter. Ja, da geht ein Kabel lang. Und da hinten ist irgendwas. Da ist was.
Es hängt mit der Tür zusammen. Code Nexus, Sicherheitsverschlüsselungsport mit holographischem Display. Die Daten zeigen die erforderlichen Einstellungen für Holoschlösser in der Nähe. Okay, Holoschloss. Okay. Da geht's nochmal zurück. Dann gucken wir da mal. Ich glaube, woanders kommen wir... Bevor wir links reingehen, ich schaue nochmal... Wo kommen wir denn hier lang? Ach, schade. Ich dachte jetzt... ich will immer was Geheimes finden, natürlich. Ihr kennt mich ja. So, was ist das hier? Da kommt nichts. Okay. Dann schauen wir uns hier ein bisschen um. Ich glaube, hier haben wir... Da drüben, alles klar. Hier steht, wie das Schloss, glaube ich, sein muss. Ne? Das war dieser Kasten. Code Nexus. Und das rote Ding muss einfach unten sein. Und hier können wir, glaube ich, das Schloss bedienen. Jawohl. Da ist es egal, wie rum wir das machen. Nochmal bitte. Ein Farbwechsel. Sehr gut. Kehre zur Tür zurück. Das Ding ist deaktiviert, weil wir es gerade schon geöffnet haben. Ich nehme mal die Ehrenrunde in der Hoffnung, dass wir immer irgendwas finden. Aber leider nein. Okay. Dann stürzen wir uns mal rüber. Sag mal, habe ich das eigentlich richtig gesehen? Ich will mal ganz kurz mal hier die Treppe runterlaufen. Warte mal. Hast du gesehen, wie die runterstolpert so ein bisschen? Wie die nicht einfach nur runterlatscht, sondern auch hier so ein bisschen hochkrabbelt mit. Das ist so liebevoll. Ein Farbwechsel an der Tür. Ja, das ist so detailliert, wollte ich sagen. So, Tür öffnen. Geschafft. Alles klar. Das Spiel ist so liebevoll detailliert gemacht, das wollte ich gerade noch schnell sagen. Da müssen wir lang, aber da leuchtet irgendwas. Was ist das da? Was heißt denn das da? Kann ich nicht mit dem Gamepad drauf? Und da ist auch noch irgendwas, aber das kann ich von hier nicht sehen. Vielleicht kommen wir da noch hin, vielleicht kommen wir da noch später noch hin, irgendwann. Hier auf jeden Fall nicht. So, und jetzt wieder Segel. Und jetzt wieder... Nee, doch nicht. Also nicht immer. Okay. Mit den Lichtern hier unten im U-Bahn-Schacht sieht alles so ein bisschen Cyber aus, ne? Was ist das? Ist das noch ein Toter? Nee. Und noch ein Gerät, wie das, was im großen Raum war. Okay. Meinst du, mir gefällt das? Es geht nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi! Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Zeig's mir. Zeig's mir nochmal. Nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi! Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Oh Mann, die Arme. Und er, naja, er auch Armer. Er konnte nicht bei seinem Sohn sein zum Geburtstag und war nur als Hologramm anwesend. Weil es eben das Beste war, was er da rausholen konnte. Da irgendwelche Zahlen. 40 irgendwas, aber ich glaube, das spielt keine Rolle. So, mal gucken. Hier drüben noch irgendwas. Nein. Okay, hier sind Blümchen überall. So, hier noch ein Tischelein. Hier auch noch ein Tischelein. Fragt man sich denn nicht, wenn man hier so durchläuft, fragt man sich denn nicht... Guck mal, hier ist so ein Becher und sowas. Fragt man sich denn nicht, was früher mal war? Wie die Alten oder die Ahnen mal gelebt haben oder was auch immer? Oder sind solche Gedanken verboten? Zwäng dich durch die Lücke. Ja, das... Okay, sie ist natürlich zu fett, aber ich würde da immer noch durchpassen. Das ist klar. Das ist klar, das sehe ich sofort. So, okay. Wir müssen da entlang, also gehe ich natürlich erstmal hier entlang. Mal schauen, was...
Was ist das denn? Protokoll. Connor Chesson. Sprachprotokoll aufgezeichnet am 1. Januar 2066. Audiodatenpunkt abspielen. Jetzt geht's nicht mehr. Okay, normal. Na, schönes neues Jahr, liebes Tagebuch. Kannst du glauben, dass wir gestern Abend gefeiert haben? Haben wir aber. Gewissermaßen. Direktor Evans lud uns alle in den Gemeinschaftsraum ein. Weiß nicht, wo sie die bunten Hüte her hatte. Das war einfach nur makaber. Da sitzen wir also, warten, bis die Uhr Mitternacht erreicht und ich denke mir, versteht außer mir niemand die Symbolik? Vielleicht, wenn Skylar sich wieder betrunken hätte, aber den Fehler mit mir scheint sie nicht wiederholen zu wollen. Feindliche Maschine, die sind aber da oben schon. Wir sind also nahe der Oberfläche. Was ist das hier? Sie haben sich im Gemeinschaftsraum aufgestellt. Wie Vieh im Schlachthaus. Aber sie haben sich angelächelt. Jana teilt Medikamente aus, als ob das Leben ein Schmerz sei, der verschwinden muss. Tja, ich nicht. Ich will nicht verstummen. Ich will nicht verhallen. Am Ende meines Lebens soll ein Punkt stehen. Keine Klammer. Nein, ein Ausrufezeichen. Also, wenn das hier jemanden aufregt, Pech gehabt. Ich schulde niemandem mehr irgendetwas. Er wollte also keine Medizin nehmen. Er wollte Selbstmord begehen mit einer Knarre. Die Knarre ist wahrscheinlich nicht mehr hier. Nein. So wie alles andere wurde sie hier wahrscheinlich von Kalkstein überzogen. Guck mal, die Bücher da, die werden doch eigentlich... Werden die Bücher nicht normalerweise vergilbt? Also, genau wie die Leichen hier, müssten die sich nicht zersetzt haben. Stattdessen sind die alle noch so, wie sie mal waren. So schnell kann auch kein Wasser eingebrochen sein. Es sei denn, irgendwas ist natürlich passiert, aber... Das würde auch erklären, warum die hier alle Medikamente genommen haben. Um sich vielleicht kollektiv umzubringen. Eieieiei. Okay, was ist da hinten noch? Da kommen wir sowieso nicht hin. No. Dann gehen wir mal hier lang. So. Oh, hier sind noch überall Leichen. Hier sind überall Leichen. Warum sind sie hier gestorben? Das frage ich mich Was ist passiert? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Du stellst die richtigen Fragen. Ich würde es echt gerne auch wissen. Vielleicht finden wir es ja heraus. Hier, guck mal. Jackson Fry. Und bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unserer Schuld. Ich meine, unseres Todes. Tut mir leid. Ist lange her. Und die Medikamente, die Jana uns gegeben hat, sind echt stark. So, okay. Nochmal von vorne, Kinder. Gegrüßet seist du, Maria. Okay, die haben hier alle kollektiven Selbstmord begangen mit Einschlafen. Connor Chesson. Ich meine, ernsthaft unsere Gedanken für die Nachwelt erhalten? Tolle Idee, Direktor Evans. Habe ich nicht schon genug für die Nachwelt getan? Wäre ich denn hier? So, wenn es nicht für die Nachwelt wäre? Ich bin fertig mit der Nachwelt. Die Nachwelt. Kann mich mal, würde er vermutlich noch sagen. Okay, die haben also alle Audioprotokolle aufgenommen für die Nachwelt, damit irgendwer irgendwann das hört und wir sind wahrscheinlich die Erste, die es jemals mitbekommen hat. Viele, viele Jahre später irgendwann. Skylar, die sich besäuft. Und Machu Picchu. Das wollte ich schon immer mal sehen. Hat nie geklappt. Warum habe ich Owen damals nicht begleitet? Blöd. Ich hätte mitgehen sollen. Tja. Für Reue ist es niemals zu spät. Maya Said. Die Erde wird sich bald auflösen wie Schnee. Die Sonne aufhören zu scheinen. Doch Gott, der mich nach hier unten rief, wird
konntest. Und vielleicht ist das alles, was ich brauche. Weißt du, als die Tür sich geöffnet hat und du da gestanden hast, in diesen Retro-Klamotten und mit diesem Lächeln. Du wegschauen, sonst hättest du es gesehen. An meinem Gesicht. Das, was gerade in mir erblüht war, verstehst du? Es war nur eine Sekunde, aber ich wusste es. Ich wusste, wir wären für immer. Okay, ich wollte jetzt nur mal ganz kurz gucken, ob ich noch irgendeine Leiche vergessen habe, bevor ich weitergehe. Aber ich glaube, wir haben alle Datenprotokolle gehört. 7 von 63 Datenpunkte. Also können wir wahrscheinlich später noch welche sammeln. So, hier ist nichts mehr. Das ist eine Tür, die kommen wir nicht durch, ne? Nee, das ist, Oh! Papa! Er ist da. Rost hat mich gefunden. Hier unten. Ich komme. Ich komme. Urmutter sei Dank. Komm, Kind, nimm meine Hand. Das ist kein Ort für dich. Komm hoch. Ja. Solche Orte sind verboten, Aloy. Bin reingefallen. Sie gehören zur Metallwelt. Was hast du da am Ohr? Nichts. War das da unten? Nein. Los, gib es mir. Nein. Aloy, solche Dinge sind gefährlich. Nein. Ist doch nur eine Haarspange. Ist doch nur Schmuck. Na, wenn du ganz allein von zu Hause wegläufst, wirst du lernen müssen, wie du in der Wildnis überlebst. Komm, Aloy. Nach Hause. Und ab morgen wirst du lernen zu jagen. Oh, es geht weiter. All diese Formen. Was bedeuten sie? Nimm deinen Bogen. Bogen? Und kein Murmeln ins Spielzeug. Wir gehen jetzt ins Tal. Komm mit. Bogen? Die Wildnis kann gefährlich sein, Aloy. Du musst bei mir bleiben und tun, was ich sage. Ich weiß. Du bist immer noch zerschrammt vom Sturz gestern. Fangen wir damit an. Nimm diesen Medizinbeutel. Ich zeig dir, wie man ihn füllt. Siehst du die Pflanze hier drüben? Das ist ein Salbestrauch. Sammle seine Beeren in deinen Beutel. Okay. Ja. 15% Gesundheit. Jetzt isst die Beeren. Drücke, Bäh. Sie schmecken vielleicht bitter, aber sie können dein Leben retten. In deinem Beutel sollten immer heilende Beeren, Blumen und Pflanzen sein. Wo sind wir? Dieses Tal ist nur ein Teil von Urmutters Becken. Becken? Der Nora-Stamm hält hier Wache und wehrt die gefährlichsten Maschinen ab. Normalerweise. Boah, wie schön das einfach ist. Mein lieber Flussabwärts ist eine Maschinenherde. Und ich werde dir zeigen, wie man jagt. Sind sie gefährlich? Alle Maschinen sind gefährlich. Man muss ihre Kraft respektieren. Aber ich bin bei dir. Ich hab grad was gehört. Aloy, eine Maschine kommt.
runter und folge mir in das hohe Gras. Hier rein.